Ah, und hier ist jetzt eigentlich alles, was gerade so lieferbar ist. Ah, Thomas, gut, dass du gerade kommst. Hallo Matthias. Ich wollte eigentlich mal wissen, wie viele Leute braucht ihr eigentlich, um diese ganzen Waren, die hier stehen, in die ganze Welt zu schicken? Insgesamt sind wir 10 Mitarbeiter. Das schwankt ein bisschen, weil wir natürlich auch saisonale Schwankungen haben in der Sendungsmenge. Maximal sind wir 15 Personen hier, verteilt auf 3 Bereiche. Einmal Wareneingang, dann die Lagerverwaltung und hier der Kommissionier- und Versandbereich. Ihr habt hier im Lager alle 2500 lieferbaren Artikel. Das ist richtig, auf 3 Ebenen mit 4.500 Quadratmeter. Hier befinden wir uns im Kommissionierlager. Hier wird wirklich die Ware kommissioniert und entnommen. Ein Stockwerk tiefer haben wir das Pufferlager, daraus befüllen wir diese Kommissionierregale. Und im Eingangsbereich, im Erdgeschoss, haben wir noch Wareneingang und Qualitätskontrolle ist dann noch hier dabei. Und wie viele Artikel sind es insgesamt, die hier gerade liegen? Also einzelne Stück sind es über 600.000 insgesamt. Das ist schon eine entsprechende Menge. Wie gesagt, 2.500 verschiedene Artikel, aber über 600.000 einzelne. Und wenn da jetzt die Bestellung reinkommt, wie findet ihr dann eigentlich die ganzen Modelle, die ihr gerade für diese Bestellung sucht? Ja, das geht natürlich nur über eine EDV-Lösung, die ganze Geschichte, wo das richtig verwaltet wird. Hier gibt es auch besondere Systeme, welche Produktart wo liegt. Bei uns ist immer extrem wichtig, Wegezeiten zu der Ware kurz zu halten, um den Kommissioniervorgang so klein wie möglich zu halten. Und da geht es einfach um die Umschlagshäufigkeit der Produkte. Ein Produkt, wo häufig nachgefragt wird, liegt natürlich sehr in der Nähe bei dem ganzen Verpackungsprozess im Gegenteil zu einem anderen Produkt. Also da steckt viel Know-how drin in dieser ganzen Organisation, wo welches Produkt liegt. Kannst du uns mal zeigen, wie das dann so ein Paket gepackt wird und wie man die Artikel findet? Dann schauen wir uns das doch mal an. Ah, da haben wir ja die Isabella. Dann schauen wir uns das mal an. Genau, sie kommissioniert jetzt gerade einen Auftrag. Darf ich mal kurz? Und zwar sehen wir hier jetzt, sie hat einen Auftrag aus dem Online-Shop. Und hier sind die ganzen Artikel mit den Lagerplätzen gekennzeichnet, wo sie den Artikel findet. Und jetzt im ersten... Also gleich mit den Lagerplätzen? Gleich mit den Lagerplätzen alles dabei und mit der Stückzahl. Du musst es gar nicht auswendig können? Nein, es gibt zwar erfahrene Mitarbeiter, die schon sehr viele Jahre hier arbeiten, die viel wirklich auswendig wissen, aber bei 2.500 Artikeln ist das natürlich nicht möglich. Okay. Gut, dann schauen wir das uns mal kurz an. Wie gesagt, haben wir Transportbehälter, wo wir die Ware kommissionieren. So. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir auch das richtige Produkt entnehmen. Deswegen ist es wichtig, nochmal die Artikelnummer vom System, vom Modell abzugleichen mit der Kommissionierliste. Das ist sehr wichtig. Das sind ja wirklich verdammt lange Reihen und verdammt viele Artikel. Also da die Übersicht zu bewahren. Im Online-Shop ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu planen, was der Kunde kauft, im Gegensatz zum Fachhandel. Im Fachhandel haben wir zweimal im Monat eine Neuheitenauslieferung, wo die Produkte genau definiert sind. Da tun wir uns ein bisschen leichter mit der Lagerung und mit der Kommissionierung, eben um diese Wege so kurz wie möglich zu halten. Also im Online-Shop ist natürlich ein großes Sortiment vorrätig, das nicht genau planbar ist, was der Endkunde jetzt wirklich kauft. Und was macht die Isabella jetzt dann hier? Jetzt, das ist der Abschluss des Kommissionierprozesses. Die Isabella druckt jetzt einen Lieferschein, weil wir müssen natürlich auch den Kunden die Informationen mitgeben, was ist jetzt in meinem Paket, welche Bestellung ist das. Und das ist der letzte Schritt vom Kommissionierprozess. Und jetzt geht es weiter in den Verpackungsprozess. Ja, dann schauen wir uns das mal an, wie die Isabella das macht. Hier ist es wichtig, das machen auch erfahrene Mitarbeiterinnen. Ich wollte gerade sagen, einpacken kann doch eigentlich jeder, oder? Ja, eigentlich theoretisch ja, in der Praxis nein. Okay. Da gehört auch viel Erfahrung dazu. Wir haben natürlich auch sensible Modelle und wir müssen sicherstellen, dass die Ware natürlich in einem guten Zustand beim Kunden ankommt. Und deswegen machen das hauptsächlich erfahrene Mitarbeiter bei mir. Wenn ich zu Hause ein Päckchen packe, dann werde ich mal wahnsinnig mit den vielen Portogrößen, die es gibt. Und da 10 cm und da 15 cm. Wie ist denn das bei euch? Hat man das im Kopf oder? Also die Mitarbeiterinnen hier müssen es nicht im Kopf haben. Da gibt es Vorgaben von mir, welcher Paketdienst oder welcher Frachtführer für welche Art von Versendung, da geht es um den Vertriebskanal. Es ist natürlich eine andere Geschichte, ob ich einen Privatmann beliefer oder ein Geschäft. Und da hat jeder Frachtführer Stärken und Schwächen. Preistechnisch ist es natürlich auch eine Geschichte, die wir hier berücksichtigen müssen. Und hier an dieser Stelle
muss man eigentlich die Vorgaben umsetzen, die im Vorfeld getroffen wurden. Und eben, wir müssen richtig ausselektieren, welchen Frachtführer wir für welches Produkt verwenden. Das heißt, je nach Bestellgröße wird auch immer ein anderer Paketdienst genommen? Richtig, nach Bestellgröße und Art des Kunden, Privatkunde oder Geschäftskunde. Wir haben natürlich auch Industriekunden wie die Automobilindustrie oder die Airlines. Das ist nochmal ein bisschen anderer Prozess. Hier sind wir eher im Palettenversand. Das sind das größere Geschichten, die jetzt hier im Paketbereich nicht mehr laufen. Die werden auch woanders abgebildet. Hier gibt es Fachhandel und Webshop-Versand. Gut, das heißt, wenn ihr hier für den Fachhandel und für den Online-Kunden verpackt, das heißt, ich kann zu Hause als normaler Endverbraucher auch direkt bei euch bestellen? Natürlich, gerne. Soll ich dir das mal zeigen? Ja, unbedingt. Ja, dann schauen wir es uns doch mal an. Hier ist der Online-Shop sogar offen schon. Mit Produkten. Wir nehmen den Rettungswagen. Den Rettungswagen? Ja. Jawohl, der ist lieferbar. Genau, der geht dann über den Online-Shop, wenn die Bestellung abgeschlossen ist, die Daten übertragen. Auch zu mir in die Logistik. Am Ende von dem ganzen Versandprozess, wenn wir das Paket wegschicken, bekommen Sie eine Nachricht auf Ihr Handy, dass wir die Sendung versendet haben und auch mit dem voraussichtlichen Zustelltermin. Das ist gerade im Privatbereich sehr wichtig. Der Kunde ist ja oft nicht zu Hause und auf der Arbeit, dass er eben einerseits das vielleicht beeinflussen kann, wann er es zugestellt haben möchte, oder andererseits sich einrichten kann, morgen kommt der Zusteller und kommt mein Modell. Wunderbar. Das heißt, dann tippe ich jetzt irgendwo meine Adresse ein. Richtig, genau. In den Warenkorb. Jetzt könnte man noch mehr, aber wir gehen zur Kasse. Wir gehen zur Kasse. Und wie lange dauert das jetzt, bis das Modell zu mir kommt? Wir sind immer sehr bestrebt, die Bestellungen noch am gleichen Tag zu versenden. Und wir haben eine durchschnittliche Lieferzeit bis zum Endkunden von 1,3 Tage. Sprich, gute 80% sind schon am nächsten Tag da und die restlichen 20% am zweiten Tag. Also mit viel Glück hast du es morgen schon. So, wollte ich gerade sagen, Bestellung ist raus, dann warte ich mal, ob es morgen ankommt. Super. Ah, das Modell ist jetzt unterwegs. Das war mein kleiner Rundgang durch die Herpa. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Und nächstes Jahr am 3. Juli sehen wir uns dann in Live wieder.